Hallo und ganz recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video zur Samsung Galaxy Watch, und zwar in diesem Fall nicht nur der Watch 6 oder Watch 6 Classic, sondern zu allen Uhren, die 20 mm Stegbreite aus dem Hause Samsung haben. Und das sind eine ganze Menge, genauso wie es eine ganze Menge Armbänder sind, die ich hier für euch zusammengesammelt habe. Also wir gucken uns heute richtig viele Armbänder an. Dafür ist das Video auch wieder ein bisschen länger. Es gilt aber auch, und ich habe es gerade schon gesagt, für die Watch 5, für die Watch 5 Pro, für die Watch 4, für die Watch 4 Classic. All diese Uhren haben ja 20 mm Stegbreite und deswegen gehen auch alle Armbänder für all diese Uhren. So, bevor wir loslegen, ein paar Basisinformationen zu den Armbändern, die grundsätzlich befähigt sind, sozusagen die Watch 4, die Watch 5, die Watch 6 in Pro, in Classic, in welcher Kombination auch immer, alle Uhren, die 20 mm Stegbreite haben, und das trifft auf die eben genannten Uhren auch zu. Das ist glücklicherweise die gleiche Stegbreite, sprich man kann diese Armbänder in allen Uhren verwenden. Was wichtig ist zu wissen, Samsung hat irgendwann diese kleinen Hörner oder wie auch immer man das nennen möchte eingeführt, also quasi diese etwas spitz zulaufenden Ausarbeitungen hier in diesem Bereich. Und da muss man sagen, da passen dann wiederum nicht alle Armbänder, zwar alle Armbänder, die ich heute zeige, aber nicht alle Armbänder optimal. Dazu zeige ich euch jetzt gleich aber mal an den Beispielen von den Armbändern, was das genau bedeutet. Und da seht ihr hier, die Original-Samsung-Armbänder haben genau diese zwei Hörner rechts und links, sodass es genau da auch reinrutscht und komplett abgedichtet ist. Es gibt bei den Verschlüssen auch Unterschiede. Das ist die ganz neue Variante, der Schnellverschluss sozusagen, einfach draufdrücken und dann nach unten wegziehen oder nach oben wegziehen, je nachdem. Der Steg wird dann sozusagen zusammengedrückt. Das hier ist eine etwas ältere Variante, hat zwar auch schon hier die genannten Haken oder vielmehr Nasen oben, aber hier so einen kleinen Schnellverschluss, wo man diesen kleinen Knubbel hier zur Seite drehen muss, dann wird der Steg zur Seite geschoben und dann kann man das Ganze rausziehen. Und das ist jetzt hier nur ein Beispiel. Hier gibt es zwar auch diesen kleinen Anschluss, von dem ich euch gerade schon gezeigt habe, aber denkt euch den mal weg. In der Theorie könnte natürlich noch eine weitere Variante sein, dass ihr einfach nur einen Steg habt. So ist das ja bei klassischen Armbanduhren, und dann braucht ihr hier so ein kleines Werkzeug, um das reindrücken zu können und dann das Ganze abziehen zu können. Und übrigens, wer öfter Armbänder wechselt, dem kann ich nur empfehlen, kauft euch so ein kleines Werkzeug hier. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, Stegwerkzeuge oder wie auch immer. Die gibt es für ganz kleines Geld, und aus meiner Sicht sind die super hilfreich, weil ihr verschiedene Aufsätze und so weiter habt, um dann die Armbänder noch einfacher lösen zu können. Ja, die Armbänder sind übrigens alle eine willkürliche Auswahl von mir, die ich bei Amazon einfach mal bestellt habe. Also insofern, hier ist kein Hersteller, der irgendwas unterstützt oder sowas. Es geht einfach nur darum, dass ich euch möglichst viele Armbänder zeigen möchte. Und der erste, oder vielmehr die erste Variante, ist diese hier, aus Silikon gemacht. Auch hier oben mit den von uns erwarteten oder vielmehr von uns im Zweifel benötigten Hörnern. Ein Schnellverschluss auf der Rückseite, ansonsten auf der Vorderseite farblich gewechselte Seiten. Ihr könnt die natürlich nicht beliebig dran machen. Also ihr könnt nicht entweder orange oder schwarz machen, sondern es geht halt nur orange wegen dem Quick-Release-Verschluss und auch den Hörnern. Vom Grundsatz her ist das Ganze, andersrum gehört's, vom Grundsatz her ist das Ganze über Magneten gehalten, und zwar hält das wirklich richtig gut. Ihr müsst richtig kräftig ziehen, bis sich das löst, und das liegt daran, dass jedes einzelne Glied magnetisch ist. Es ist nicht nur ein Magnet in der Mitte, sondern jedes einzelne Glied ist magnetisch, und deswegen hält das richtig gut, und dieses Prinzip gefällt mir persönlich wirklich gut. Also ich kann da nur sagen, das ist eine schöne Geschichte, auch weil die leicht dünn sind, nicht so labbrig, trotzdem ein bisschen fester. Es gibt ganz viele verschiedene Farbvarianten. Auch das ist natürlich eine super Sache. Ihr habt jetzt hier auf der rechten Seite das Orange. Das gefällt mir zum Beispiel hier bei meiner Watch 6 Classic Silber ganz gut. Hier auf der anderen Seite habt ihr außen als Farbe Grau und innen dann Orange. Auch das für mich eine durchaus spannende und interessante Farbkombination. Wir tauschen jetzt hier mal die Watch 5 Pro nach rechts und die Watch 6 Classic nach links. Auch da seht ihr, das passt jetzt so okay, würde ich mal sagen, bei der Classic. Im Bereich des Schwarzen geht für mich auf jeden Fall das Orange auch. Insbesondere dann auch mit der schwarzen Rückseite. Also da gibt es dann verschiedenste Farbvarianten, und vom Armbandtyp her gefällt mir das hier richtig gut. Ich glaube, die waren auch nicht ganz so teuer. Für mich auf jeden Fall eine Empfehlung, und das hier werde ich definitiv auch für mich behalten.
Ja, wer Uhrenarmband sagt, muss natürlich auch Gliederarmband nennen sozusagen. Das ist hier ein klassisches Edelstahl-Gliederarmband, welches aber tatsächlich speziell für die Watch-Serie von Samsung gemacht ist, denn es hat auch diese kleinen Hörnchen, hat hier so einen normalen klassischen Verschluss, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ihr könnt hier natürlich die Elemente auch rausnehmen, weil hier natürlich die Armbreite nicht reguliert wird über die Einstellung, zum Beispiel wie gerade gesehen mit dem Magneten. Wir haben hier oben die gewünschten Hörnchen, die sind hier fest mit verbaut, das lässt sich auch nicht ändern, also ihr könnt die tatsächlich auch dann nur an dieser Uhr oder an eurer Samsung Galaxy Watch 6, 5, 4, was auch immer, verwenden. Und man muss sagen, dass das Ganze auch hier wirklich richtig gut reinpasst. Ich versuche es jetzt hier mal reinzumachen. Das wird wahrscheinlich nicht halten ohne den Steg. Aber so der Versuch ist da. Ja, okay, es geht nicht. Ich krieg's mit meinen 2 Händen. Ich bräuchte noch eine dritte Hand. Es geht mit meinen 2 Händen nicht so gut. Ich klicke es jetzt mal unten ein, damit ihr so einen Eindruck bekommt. Also, wenn man ein Edelstahl-Gliederarmband haben möchte, macht das hier auf jeden Fall auch einen ganz guten Eindruck. Diese kleine schwarze Aussparung unten ist halt notwendig. Ansonsten von der Farbe her, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, passt das für mich nicht ganz 100%ig. Also es sieht jetzt auch nicht so aus, als ob es völlig wildfremd wäre, aber es passt natürlich nicht 100%ig. Das ist jetzt ein bisschen schade, wenn man wirklich ein Gliederarmband haben wollen würde, müsste man wahrscheinlich noch eine andere Silbervariante ausprobieren. Die Armbänder gibt es natürlich auch in schwarz, also für die schwarzen Varianten könnt ihr das nehmen und es ist natürlich auch richtig, richtig schwer. Gerade im Sommer oder so ist das aus meiner Sicht nicht das perfekte Armband, auch wenn es durchaus hier ein bisschen flexibel ist und man das mal hin und her bewegen kann, wenn das am Arm dann ein bisschen warm wird. Ja, Geschmackssache aus meiner Sicht, für mich zu schwer. Ich werde es definitiv nicht behalten. So, jetzt kommen wir zu einer Variante, die es in vielen verschiedenen Farben gibt und die seht ihr hier auch, ja. Das Samsung Sportband gibt es in nachgemacht, gibt es in Original, also da gibt es alle verschiedenen Varianten, je nachdem wie viele ihr ausgeben wollt und so weiter und so fort. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein großes Paket bestellt, um euch möglichst viele Farbvarianten zu zeigen. Die sind aus Silikon, also sprich, ihr könnt die auch sehr einfach abwaschen, hier oben mit so einer kleinen Schnalle und dann wird das Band hier in diese Lücke reingeschoben, damit es nicht unten rumschlabbert. Das ist manchmal ein bisschen schwierig reinzukriegen. Gerade wenn ihr die Uhr enger macht, wenn ihr zum Beispiel Sport macht oder so, dann kann das auch mal enger werden. Wir haben die beiden Hörner, die wir erwarten würden und auf der Rückseite auch den Schnellverschluss, also all das passt. Die Dinger gibt es wirklich schon richtig, richtig günstig. Man muss da natürlich immer ein bisschen aufpassen, wie die Qualität ist, logischerweise. Das kann ich jetzt aus der Ferne natürlich nicht so gut beurteilen. Die ich hier hatte, waren auf jeden Fall in Ordnung, haben auch nicht gerochen oder ähnliches. Und jetzt gibt es natürlich die ganzen verschiedenen Farbvarianten. Da könnt ihr jetzt ganz wild und beliebig durchkombinieren, wie ihr mögt. Ich mache das jetzt hier einfach mal. Ich versuche jetzt nicht jede Kombination darzustellen, aber um einfach mal zu gucken, was es so gibt. Das hier ist zum Beispiel für meine Watch 4 aktuell der Standard, den ich benutze, also das orangene Band, auch wenn es hier ein bisschen mehr rot wirkt. Dann haben wir hier natürlich die schwarze Variante. Wir haben hier links so ein bisschen Weinrot. Wir können hier Türkis nehmen oder so ein bisschen hellblau. Dann haben wir hier in der Variante noch auch noch mal das Türkis in Silber oder hellblau, ich weiß nicht genau, was es ist. Wir haben hier Flieder, wenn euch das gefällt, finde ich in der Variante mit Silber, wenn man jetzt Flieder mag, durchaus auch eine Option, die man ziehen könnte. Das hier ist tatsächlich Petrol. Der sieht jetzt hier so ein bisschen weniger nach Petrol aus meiner Sicht durch die Kamera, aber es ist klassisches Petrol. Wir haben hier so eine Art Hautfarbe. Das ist tatsächlich sehr groß Geschmackssache, sage ich jetzt einfach mal. Dann haben wir hier im linken Bereich noch ein grau-grünes Armband. Das finde ich zum Beispiel auch nicht ganz schlecht. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Hier so ein bisschen Weinrot. Auch eine Variante, die man durchaus ziehen könnte. Ich nehme jetzt mal die schwarze nochmal hier rüber. Und dann haben wir hier noch ein etwas dunkleres Blau und dann ganz links gleich auch noch das Gelb. Das Gelb gefällt mir persönlich zum Beispiel ganz gut. Das wäre auf jeden Fall eine Variante, die ich mir auch vorstellen könnte, gerade für den Sport. Aber hier ist natürlich einfach nur, ihr müsst ihr gucken, welche Farbe euch gefällt. Die Armbänder an sich sind aus meiner Sicht praktisch und vor allen Dingen halt auch eben günstig. Ja, praktisch ist auf jeden Fall auch das nächste Armband, denn es ist ein geflochtenes Armband, welches tatsächlich rein durch den Effekt, dass ihr das Ganze aufziehen könnt, also ich sag mal wie ein Gummiband, am Arm hält, beziehungsweise euch quasi die Sicherheit gibt, dass das Ganze festhält. Ich weiß nicht genau, wie nachhaltig das Thema ist. Es hat auf jeden Fall auch die von uns gewünschten Nasen, es hat auf der Rückseite den Schnellverschluss, alles das passt also zu den Kriterien, die ich so ein bisschen anlegen würde. Ich weiß nicht genau, wie lange das hält, ihr könnt es natürlich immer noch ein bisschen enger stellen, aber vom Grundsatz her finde
finde ich die Idee auch nicht schlecht. Vor allen Dingen, weil das wirklich völlige Flexibilität am Arm bietet. Ihr könnt das mal nach hinten schieben, nach vorne schieben, wie auch immer. All das geht ganz gut. Das Schwarz passt jetzt hier nicht zu 100% zum Beispiel zu der Watch 5 Pro, weil es nicht ganz durchgängig schwarz ist. Oder was heißt nicht ganz durchgängig schwarz? Nicht so ein richtig sattes Schwarz, sage ich jetzt einfach mal. Vom Grundsatz her gibt es da auch das natürlich in vielen verschiedenen Farben. Also ihr könnt das auch in schwarz nehmen. Das ist jetzt hier so eine Art Grau, wo ich eigentlich dachte, dass das vielleicht ganz gut zu dem Silber passt. Wegen dem schwarzen Verschluss oder wegen dem schwarzen Steg passt das aus meiner Sicht nicht so gut. Und auch das Grau passt nicht ganz so gut zu dem Silber. Das wäre jetzt für mich keine Variante. Aber wie gesagt, auch das gibt es natürlich in vielen verschiedenen Farben. Und ihr könnt es an eure Uhrenfarbe oder an die Farbe des Gehäuses quasi anpassen. Dieses Gewebe hier gefällt mir persönlich ganz gut, fühlt sich eigentlich auch gut an. Die Frage ist halt eben nur, wie nachhaltig ist das Ganze, auch wenn ihr es natürlich enger stellen könnt. So, jetzt rücken die Watch 5 Pro und die Watch 4 mal ein bisschen in den Hintergrund, weil sie sind schwarz und dazu passen natürlich diese braunen Armbänder, zumindest aus meiner persönlichen Sicht eher nicht so gut. Ich habe jetzt hier ein paar Lederarmbänder noch rausgesucht in braun, wo hier die Innenseite schwarz ist und ihr seht außen so eine kleine Steppnaht. Ich weiß nicht, nennt man das Steppnaht? Vielleicht nennt man das so. Ansonsten hier außen auch noch dieser kleine schwarze Außenbereich. Das grenzt das Ganze noch ein bisschen ab. Da könnte es vielleicht sogar fast noch zu schwarz passen. Was wir hier natürlich haben, gerade bei diesen Lederarmbändern mit 20 mm Stegbreite, ist, dass diese Hörnchen fehlen, die wir eigentlich brauchen für unsere Watch 5, Watch 4, Watch 6 Classic, was auch immer, um das Ganze ausfüllen zu können. Das ist für mich okay bei manchen Armbändern, die oben noch ein bisschen überstehen. Hier so sitzt das Ganze ungefähr drin. Ich kann es gar nicht ganz genau halten. Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Vielleicht hätte ich es da mal besser reingemacht, das Armband. Aber so ungefähr sieht das Ganze aus. Ein bisschen höher sitzt es natürlich schon. Aber es bleibt eine Lücke. Vom Grundsatz her gefällt mir aber dieses braune Leder durchaus ganz gut. Also wenn es da eine Variante gleich noch gibt, und da wird noch eine kommen, die quasi diese Hörnchen hat, glaube ich, ist das eine ganz schöne Geschichte. Hier mit dem Schwarz weiß ich jetzt nicht genau, ob das zu dem Silber passt. Könnte dann vielleicht schon eher zu einer schwarzen Uhr passen. Ja, hier nochmal eine andere Lederfarbe, also etwas mehr so in Richtung Orange. Auch das geht natürlich eher weniger für die schwarzen Varianten. Gleiches Prinzip wie gerade eben schon gezeigt, die Hörnchen fehlen. Das ist oben abgeflacht. Ja, muss man halt wissen, ob einen das stört oder nicht. Wir haben den Quick-Release-Button auf der Rückseite. Auf der Innenseite ist das Ganze auch nochmal abgesetzt. Und dann würde sich das Ganze hier so darstellen. Für mich durchaus auch okay. Also von der Farbkombination finde ich es in Ordnung. Ja, mich persönlich stören halt da die fehlenden Hörnchen. Aber vom Grundsatz her, glaube ich, passt das ganz gut. Das Einzige, was mich jetzt hier an dem ganz konkret stören würde, ist oben die schwarze Schnalle. Ob das jetzt da so gut zu passt, ist ja auch wieder Geschmackssache, sage ich jetzt einfach mal. Aber das ist aus meiner Sicht auch nicht ganz das große Problem. Denn am Ende ist die schwarze Schnalle ja unten, also unten an eurem Arm, und man sieht sie oben nicht, von daher könnte das auch passen. So, nächste Lederarmband-Variante, diesmal etwas anderer Verschluss, ein brauneres oder vielmehr dunkleres Leder, Deep Coffee nennt sich das. Auch oben ohne Hörnchen, auf der Rückseite mit Quick Release, auf der Innenseite abgesetzt, farblich. Und auch wahrscheinlich günstiger gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Und hier habt ihr tatsächlich einen Verschlussmechanismus, den zeige ich euch gleich nochmal im Detail. Von der Farbe her, auch hier für mich wieder passt gut. Also dieses etwas dunklere Braun gefällt mir in Kombination mit dem Silber durchaus ganz gut. Für die schwarzen Varianten zeige ich es euch jetzt mal nicht, weil das passt aus meiner Sicht nicht. Vom Grundsatz her ist hier der Verschlussmechanismus auch ganz, ganz interessant gelöst. Ihr habt zwei so Druckknöpfe, sage ich jetzt einfach mal, die hier durch das Leder durchgehen. Das ist natürlich da auch die Frage, wie lang ist das haltbar, ne? Also die Druckknöpfe haben so eine Wölbung außen, um natürlich auch zu halten. Die werden mit der Zeit, glaube ich, das Leder da so ein bisschen ausfransen. Also ewig wird es nicht halten. Vom Prinzip her finde ich es aber eigentlich eine ganz coole Lösung, gerade auch, weil es recht flexibel ist. So, nochmal zwei weitere Varianten. Einmal hellbraun, einmal dunkelbraun. Gleiches Prinzip, ich zeige es zwar nochmal, aber es ist wie immer das gleiche Prinzip, keine Hörnchen, innen abgesetzt, Quick Release Button. Die Dinger sind hier allerdings wirklich sehr dünn und ja, machen aus meiner Sicht keinen wertigen Eindruck.
Also von außen sehen sie schon in Ordnung aus, versteht mich da nicht falsch, aber so vom Anfühlen und so waren die anderen Lederarmbänder, die ich euch gerade gezeigt habe, doch wertiger als dieses hier oder vielmehr als diese beiden hier. Es ist ja der gleiche Artikel sozusagen, nur in einer anderen Farbe. Dieses Braun hier, dieses etwas dunklere Braun, das ist übrigens nicht so leicht lila, wie es hier vielleicht im Video aussieht, sondern ist tatsächlich klassisch braun. Finde ich auch in Ordnung. Also die Brauntöne gefallen mir. Die Armbänder an sich sind mir von der Qualitätsanmutung halt ja ein bisschen zu billig, um ehrlich zu sein. Ja, wieder weg vom Leder, jetzt die Samsung D-Buckle Sport. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das sind diese Sportarmbänder, die Samsung auch selber ausliefert. Hier mit den beiden Hörnchen, auf der Rückseite der Quick-Release-Button. Und auch die gibt es natürlich in vielen verschiedenen Farben. Sind aus Kautschuk, Silikon. Ich weiß gar nicht, was das für ein Material ist, aber wahrscheinlich irgendwie Silikon. Der Schließmechanismus ist hier quasi nicht frei. Also quasi die beiden Enden sind miteinander verbunden, so wie ihr das zum Beispiel auch vorhin bei dem Edelstahlarmband hattet. Das hier ist der Klassiker, der auch mitgeliefert wird, meines Wissens nach, oder wurde zumindest bei mir damals mitgeliefert mit der Watch 5 Pro. Die Varianten passen hier aus meiner Sicht auch wieder jetzt für die schwarzen, also ne, mit dem gelben Armband und dann oben die schwarze Schließe. Hier das Ganze ist, wie gesagt, meines Erachtens nach die Auslieferung damals gewesen, zumindest so wie ich es bestellt hatte. Passt für mich aber auch in der silbernen Variante, also dieses Gelb. Gelb gefällt mir grundsätzlich irgendwie ganz gut mit Silber. Ich weiß nicht, wie es euch gefällt. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Gelb und Silber so eine schöne Kombination findet. Ein bisschen schade ist natürlich die schwarze Schließe. Wobei auch da nochmal, ne, das sieht man ja nicht, wenn die Uhr getragen wird. Wenn man natürlich den Arm umdreht, sieht man schon, dass die Schließe dann schwarz ist und dass die Uhr silber ist. Aber das wäre für mich jetzt noch in Ordnung. Insbesondere, weil es die D-Buckle Sport auch nicht in Silber mit silberner Schließe gibt. Das ist dann nochmal eine etwas wertigere Alternative zum Sportband, oder zu den Sportbändern, die wir vorhin gesehen haben. Ja, apropos wertig, wir steigen jetzt gerade etwas an in den Preisen für die Armbänder. Hier seht ihr die Samsung Hybrid Leder Armbänder in 3 verschiedenen Varianten. Das ist hier jetzt die braune Variante. Da seht ihr hier oben die Hörnchen. Ihr habt auf der Rückseite den Quick Release Button. In den neueren Varianten gibt es die dann natürlich auch hier mit diesem neuen Quick Release Button. Das linke ist tatsächlich auch ein Original Samsung Produkt. Auf der Außenseite so ein bisschen lederartig. Ich weiß gar nicht, ob das richtiges Leder ist. Auf der Innenseite auch Silikon, leicht abzuwaschen. Die Kombination finde ich tatsächlich ganz gut. Dieses Braune auf der linken Seite wäre für mich auch wirklich eine Option, die ich anziehen würde. Die werde ich sehr wahrscheinlich auch behalten, sage ich jetzt einfach mal. Die rechten beiden Varianten hatte ich schon, also von daher, da gibt es jetzt nichts zurückzuschicken oder zu retournieren. Das ist die Variante, wie meine Samsung Watch 6 Classic ausgeliefert wurde. Rechts der Bereich, das gefällt mir persönlich nicht so gut. Mit dem schwarzen Leder gefällt es mir auch nicht so gut. Und das Schwarz mit diesem hellen, ganz hellen, fast schon weißen Hybridleder gefällt mir auch nicht gut. Die linke Variante ist tatsächlich eine, die ich mir so fürs Büro und so weiter sehr gut vorstellen kann und die werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch behalten. Ja, die Spitze der Preise für die Armbänder ist jetzt erreicht, denn das Pitaka Carbon Armband mit über 100 € ist das teuerste Armband, was ich euch hier heute zeige, aber es ist halt auch ein richtig cooles. Da gibt es übrigens ein separates Video zu, wer da Interesse dran hat, findet ihr bei mir auf dem Kanal. Es hat die Hörnchen, es ist speziell für die Uhr gemacht, es hat keinen Quick Release Button, da ist das Ganze etwas komplizierter, wobei kompliziert ist auch relativ, denn ihr habt hier diesen Steg und könnt dann mit so einem Werkzeug, welches auch mitgeliefert wird, das dann reindrücken, das steht unten etwas über bei der Uhr und dann könnt ihr das Ganze rausziehen. Das geht auch relativ einfach, nicht ganz so einfach wie beim Quick Release, aber zumindest sehr einfach. Und zu der schwarzen Variante finde ich das auch richtig cool. Es ist super leicht, ich mag diesen Carbon-Look und es ist ja in dem Fall tatsächlich echtes Carbon, also das gefällt mir ganz gut. Zum Silber muss ich sagen, ja, das ist glaube ich nicht das Richtige, das muss ich nicht unbedingt haben, aber in der Variante zu dem, wie es sich quasi bei der schwarzen Uhr, zum Beispiel bei der Watch 5 Pro oder bei mir bei der Watch 4 darstellt, ist das schon richtig schick. Der Preis ist natürlich hoch, aber man darf halt nicht vergessen, echtes Carbon, das kostet natürlich auch ein bisschen was, ist ultra leicht, ist wirklich das leichteste Armband, was wir hier bisher gesehen haben, das passt, aber halt eben entsprechend teuer. Müsst ihr wissen, ob das für euch passt. So, zum Abschluss noch ein Original Samsung Band und zwar das, welches bei mir mit der Samsung Watch 6 Classic mitgeliefert wurde, das Fabric Band. Das ist ja mit einem Quick Release Button ausgestattet, hat oben nicht die beiden Hörnchen, obwohl es original von Samsung ist. Das passt hier zu dem schwarzen dann aber trotzdem ganz gut, denn das Band steht oben durch diese Art Klett. Ja, ich weiß gar nicht, ist kein Klett, aber es ist so eine Art Klett, so fühlt sich's an, ja, so ein bisschen angeraut. Innen ist es natürlich Klett, außen ist es so ein bisschen angerauter Stoff. Ich weiß auch nicht genau, wie man das bezeichnen soll. Wenn ihr es wisst, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Fühlt sich
finde ich ganz okay an. Für mich persönlich, insbesondere für die Watch 6 Classic in Silber jetzt, ist das nicht das Richtige. Es passt, es ist nicht völlig abstrus, aber es passt für mich nicht perfekt. Zu den schwarzen Varianten schon eher. Mir gefällt aber diese Art von Armband ehrlich gesagt nicht ganz so gut. Deswegen, das wird auf jeden Fall hier bei mir dann definitiv nicht seine lange Zukunft fristen. So, jetzt habt ihr wirklich sehr, sehr viele Armbänder gesehen und nochmal sorry, dass das Video so lang geworden ist, aber ich wollte euch einfach so viele Armbänder zeigen, wie irgendwie möglich ist. Insofern, ich hoffe, da war für euch was dabei. Ihr findet alle Links zu den Armbändern jetzt auch unten in der Videobeschreibung. Schreibt mir gerne mal rein, welches Armband euch am besten gefallen hat, welches ihr vielleicht auch gekauft habt und ob ihr damit zufrieden seid. Am Ende ist es natürlich totale Geschmackssache, ob man lieber Leder mag, Silikon, Edelstahl, was auch immer. Das spielt überhaupt keine Rolle. Da kann, glaube ich, jeder sich austoben. Und es gibt am Markt mittlerweile so viele Armbänder, dass auch jeder das Richtige finden sollte. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa Kamera aus, macht's gut, ich wünsche euch was. Okay.